Badreiniger. Aktivstoffe biologisch abbaubar. Unser Kredit verhilft Ihnen zum wunderbaren Waschsalon. Berliner Volksbank. Nur noch 20 Sekunden bis zur Abendschau. Gerade genug Zeit, Ihnen den Tagesspiegel vorzustellen. So sieht er von hinten aus und so von vorn. Und innen drin stehen genau die interessanten Einzelheiten über Berlin, für die im Fernsehen keine Zeit bleibt. Gründlich, sachlich, kritisch. Der Wetterbericht. Der Radarschirm zeigte um 16:45 Uhr vor allem über Thüringen Niederschlagsechos, die sich langsam nordostwärts bewegen. Die Temperatur lag um 17 Uhr bei 18 Grad, der Höchstwert betrug 19 Grad. Abends und nachts meist stark bewölkt und vorübergehend Regen, Tiefstemperatur 11 Grad. Morgen wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen, Höchsttemperatur 20 Grad. Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin braucht mehr neue Wohnungen, als von jetzt auf gleich gebaut werden können. Zu hoch dürfen die Erwartungen da nicht gesteckt werden. Zumal, wenn man finanziellen Wucher ebenso vermeiden will wie städtebauliche Wucherungen. Die Frage, die man jedoch stellen muss, ist, ob zumindest so viel gebaut wird, wie möglich wäre. Und da lassen die aktuellen Zahlen zumindest Zweifel aufkommen. Von der Bauplanung bis zum fertigen Haus ist es ein langer und vor allem teurer Weg. Die Wohnungsbaukreditanstalt hilft mit Fördermitteln. Für dieses Jahr stehen mehr als 4,5 Milliarden Mark bereit. Davon sollen nach den Vorstellungen der Senatsbauverwaltung 14.000 Wohnungen gefördert werden. Bis Anfang September wurde lediglich ein Bruchteil dieser Gelder abgefordert. Der gestern tagende zuständige Ausschuss hat noch einmal 550 Wohnungen bewilligt. Auch damit sind jetzt erst 15% des Gesamtförderungsprogramms verbraucht. Für 14.000 Miets- und Eigentumswohnungen stehen dies Jahr 4,594 Milliarden Mark bereit. Davon sind 15%, also rund 0,689 Milliarden, an die Bauherren geflossen. Zu wenig, wenn man diese Zahlen mit denen des Vorjahres vergleicht. Im September letzten Jahres waren bereits 38% abgefordert, obwohl das Gesamtbauvolumen geringer war. Vielleicht sind die Wohnungseigentümer in diesem Jahr so zurückhaltend, weil sie die gerade jetzt besonders hohen Zinsen scheuen. Trotzdem lassen sich die Zahlen nur bedingt vergleichen. Grund: der Förderzeitraum 91 wurde bis zum März 92 verlängert. Der Förderzeitraum 92 hat im April, also erst vor 6 Monaten, begonnen. Zahlen, aus denen man nun nicht gerade einen Bauboom in Berlin ablesen kann und die zu Ärger in der Koalition geführt haben. Nachdem die SPD massiv den CDU-Verkehrssenator Haase unter Beschuss genommen hatte, nahm die CDU nun ihrerseits SPD-Bausenator Nagel aufs Korn. Haust du meinen Senator, hau ich deinen. Siegfried Wiechmann traf die Kontrahenten sinnigerweise bei einer Grundsteinlegung. Wir stehen hier im Keller eines Hauses, das noch gebaut werden soll. Und im Keller befindet sich auch der Berliner Wohnungsbau, meint jedenfalls die CDU. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer ist Volker Liebelt. Volker Liebelt, Sie haben jetzt Gelegenheit, mit Herrn Nagel, Herrn Wolfgang Nagel, dem Bausenator, über den Wohnungsbau zu sprechen. Und Sie haben den ersten Schlag. Also die größte Waffe hat ja der Senator in der Hand. Ich hoffe, er wird nicht tätig. Ich glaube, wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich wir wollen in dieser Legislaturperiode 100.000 Wohnungen neu bauen. Und wir haben den Senator ja nicht selbst kritisiert, aber ich habe den Eindruck angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr nur 5% der Programme und der Gelder bisher in Anspruch genommen worden sind,
dass das kein Ruhekissen ist. Wir müssen die bürokratischen Hemmnisse beseitigen, um wirklich unser Ziel in diesem Jahr rund 14.000 Wohnungen zu bewilligen auf den Weg zu bringen. Denn sonst befürchte ich, dass im nächsten Jahr solche Grundsteine, wie wir sie in diesem Jahr ab und zu nun schon doch mal hier legen, im nächsten Jahr damit überhaupt nicht viel wird. 5% von 14.000 Wohnungen, Herr Nagel, stimmt das? Ist das so wenig? Ja, in der Tat ist der Bewilligungsstand ist im Augenblick in einer Flaute, nur hat das mit der realen Wohnungsbausituation nichts zu tun. Wir haben derzeit diese 14.000 Wohnungen, die in diesem Jahr bewilligt werden sollen, in der Pipeline. Die sind in unterschiedlichen Planungsstadien. Manche sind so weit, dass sie kurz vor der Bewilligung stehen. Andere, da muss man noch bei den Eigentumsverhältnissen nachhelfen. Es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Zum Ende des Jahres kommen die großen Projekte und da alle diese großen Projekte im Ostteil der Stadt liegen, haben wir da die aus der Wiedervereinigung resultierenden Probleme. Ich bin ganz optimistisch, das muss ich ganz deutlich sagen, dass wenn die Koalition Nervenstärke zeigt, wenn die beiden Koalitionspartner nicht einen parteipolitischen Hickhack machen, haust du meinen Hase, schlag ich deinen Nagel, um das mal zu sagen, dann werden wir auch gemeinsam dieses Ziel von 80.000 bis 100.000 Wohnungen im Interesse der Wohnungssuchenden erreichen. Glauben Sie das, Herr Liebelt? Also es ist unsere gemeinsame Anstrengung, dies zu erreichen. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben hier für uns gemeinsam, bezahlbare Mieten zu garantieren und den Wohnungsbau zu forcieren. Ich habe Bedenken, wenn ich die Verwaltungstätigkeit sehe. Wir brauchen also jemanden in den Verwaltungen, der den Wohnungsbau will und der ihn nicht verhindert. Das ist mein Ziel und da müssen alle an diesem Strang mitziehen, sonst wird das eben nichts, sonst werden wir dieses gemeinsame Ziel nicht schaffen und ich finde, das ist erreichbar, aber da muss noch ein bisschen mehr getan werden, als es jetzt der Fall ist. Lassen Sie mich einen Satz sagen, der, glaube ich, wichtig ist im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses. Ich habe ein Team, ich nenne das Team Wohnungsbaustrategien 95. Die machen Überstunden. Wissen Sie, wenn der Vorwurf zutreffen würde, das sind die Bauverhinderer. Bauverhinderer sind normalerweise Leute, die nichts tun. Also es wird was getan, ob auch genug, wissen wir so genau allerdings immer noch nicht. Erfreut stellen wir aber fest, dass die beiden, zumindest wenn sie vereint vor der Kamera stehen, auffallend oft das Wort gemeinsam benutzen. Bisher hat man da anderes gehört. Mehr oder weniger Wohnliches auch in unserer Nachrichtenübersicht mit Jeanette Schiemann. Der Senat rechnet für die Zeit nach dem 1. Januar mit 250.000 Wohngeldanträgen in Ostberlin als Folge der neuen Mieterhöhungen. Um allzu lange Wartezeiten zu vermeiden, sollen bis dahin zusätzliche Mitarbeiter für die Wohngeldstellen angelernt werden. Morgen bleiben die meisten Meldestellen geschlossen wegen eines Betriebsausfluges. Nur in 12 der 51 Meldestellen ist ein Notdienst für dringende Angelegenheiten eingerichtet. Bauobjekt. Architekten, Senatsmitglieder und Investoren zeigten heute ihr Bebauungsmodell für das Carré Friedrichstraße, französische Beeren- und Charlottenstraße. Arbeitstitel Hofgarten am Gendarmenmarkt. Preußisch, nüchtern, rational sollen die Fassaden anknüpfen an alte Berliner Bautradition der Friedrichstadt. Die alten Häuser auf dem Areal sollen erhalten bleiben und ergänzt werden durch moderne Geschäfts-, Büro- und Hotelbauten. Auch das traditionelle Weinhaus Borchardt wird weiter bestehen, soll aber um 2 Stockwerke erhöht werden, die zu einem angrenzenden Hotelneubau gehören. Bauherrin für den gesamten Komplex ist eine Gruppe aus Investoren und Alteigentümern. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt nach 2-jährigen Ermittlungen Anklage gegen den ehemaligen DDR-Spionagechef Markus Wolf erhoben. Der Vorwurf: Landesverrat, geheimdienstliche Agententätigkeit und Bestechung. Wolf hat seit einem knappen Jahr Haftverschonung. Er lebt in Berlin, kommt aber in Düsseldorf vor Gericht. Neue Kita-Perspektiven. Die erste in einem Wohnneubau integrierte Kindertagesstätte stellte heute die zuständige Stadträtin in der Lüneburger Straße in Tiergarten vor. Die Kita mit ca. 100 Plätzen wurde durch Architekt und Bauherrn von vornherein in den Wohnkomplex hineingeplant und schlüsselfertig an den Senat übergeben. Der Vorteil: Das gesamte Planungs- und Bauverfahren dieses Modells dauerte anstatt der üblichen 4 bis 5 nur 2 Jahre. Und Anreiz für die Bauherren: Wer bei dem großen Kita-Bedarf solche Modelle anbietet, wird bei Vertragsvergaben bevorzugt behandelt. Eine Korrektur zu unserer gestrigen Meldung in Sachen neue Kennzeichen für Ostberliner Kraftfahrzeuge. Die Frist läuft am Monatsende nur für Kraftfahrzeuge mit den alten Kennzeichen der Buchstabengruppe IA bis IF ab. Wie die Innenverwaltung ergänzend mitteilte, muss das besondere Aufforderungsschreiben der Zulassungsstelle nicht vorgelegt werden.
Vorgestern zeigten wir Ihnen einen Fall von Haussanierung mit besonders dicker Brechstange. In einem Gebäude in der Beusselstraße in Tiergarten kamen die Bauarbeiter nicht nur durch die Tür in die Wohnung, sondern unangemeldet auch gleich durch die Wand. Da wurde der Mieter hinaus befördert und, wie unser Reporter Thomas Vallet jetzt erfuhr, die Möbel gleich noch mit. Der Rest der Möbel vom Mieter Kurz in der Beuselstraße 17. Die anderen sind durch einen Wassereinbruch während der Sanierungsarbeiten beschädigt, längst abtransportiert. Private Sanierung, bei der es offensichtlich manchmal etwas schneller geht, als dem Mieter lieb ist. Alles dreht sich nun um dieses vom Hausverwalter aufgesetzte Schreiben, in dem Kurz der Räumung per Unterschrift zustimmt. Als Sie mir dieses Schreiben abgepresst haben, und dabei bleibe ich. Ich sage, ich habe nicht mal eine Zeichnung von dieser Wohnung. Mit einer Schadensersatzforderung in 5-stelliger Höhe pro Tag habe ihm der Hausverwalter gedroht. Das Papier aber ist ohnehin juristisch anfechtbar. Also den Zettel, den Sie da vorlegen, und das dürfte die Hausverwaltung auch wissen, insbesondere, oder Sie waren ja auch bei der Mieterversammlung da, als Sie da noch als Mieter auftraten, die mein Kollege gemacht hat, dass so eine Einverständniserklärung, Stimme den Modernisierungsmaßnahmen zu, Punkt, ist unwirksam. Der Gesetzgeber hat nicht umsonst gesagt, für Modernisierungsmaßnahmen muss 2 Monate vor Beginn der Arbeiten schriftlich im Einzelnen mitgeteilt werden, was gemacht wird, wie lange das dauert, wann begonnen wird, wie hoch die Miete ist, etc. Und er will genau das ausschließen, was jetzt hier passiert ist, dass man nämlich sagt, eine Pauschalerklärung, ich stimme allen Maßnahmen zu, und dann steht ja auch noch drin, und der damit verbundenen Mieterhöhung stimme ich auch noch zu. Sowas geht nicht. Das heißt, mit den Sanierungs- und Umbauarbeiten hätte nicht begonnen werden dürfen. Ist nur ein Mieter dagegen, muss vor Gericht entschieden werden. Entscheidender Streitpunkt, der Wanddurchbruch in Kurz' Wohnung. Diese Bauzeichnung zeigt den Durchbruch. In der Zeichnung, die der Hausverwalter Joachim Kurz gab, war sie jedoch nicht enthalten. Also es kann kaum richtig sein, dass ich in Herrn Kurz eine falsche Zeichnung aushändige. Ich meine, ich bin lange genug mit Baustellen betraut. Und es ist etwas unwahrscheinlich, dass ich in Herrn Kurz, wo ich mit ihm über eine Stunde zusammengesessen habe, ihm eine falsche Zeichnung aushändige. Er hat aber ja eine andere, haben wir ja gerade gesehen. Weiß ich nicht, wo er sie her hat. Entschuldigen Sie bitte. Auch die zuständige Immobilienfirma ist von dem Durchbruch erst gar nicht informiert worden. Wie kann denn das passiert sein, Ihrer Meinung nach? Ich werde mich noch mit Herrn Merz nachher darüber unterhalten. Nach diesem Gespräch die Kehrtwende, vielleicht auch durch die Anwesenheit des SFB-Teams, plötzliche Hilfsbereitschaft. Er braucht bloß anzurufen und sagen, was wir machen, Herr Rechtsanwalt. Wir unterhalten uns heute, dass ich heute noch eine Entscheidung bekomme, was er gerne hätte, die Wohnung oder gar keine Wohnung mehr. Joachim Kurz aber hat sich noch nicht entschieden. Die zweite Sache ist, und das will ich gar nicht verhehlen, dass eben der, ja, sagen wir mal, bittere Beigeschmack bleibt, dass im Endeffekt der Herr Kurz wohl nicht freiwillig die Wohnung im 4. Stock dann verlassen musste. Und dann sind da noch die, denen man das Dach überm Kopf nicht nehmen kann, weil sie gar keins haben, zumindest kein festes. Was man ihnen aber nehmen kann, ist der Boden unter den Füßen. 8 sogenannte Wagenburgen gibt es in Berlin, in denen sich Menschen mehr oder weniger notdürftig selbst eine Bleibe geschaffen haben. Zumindest einer dieser Plätze an der Lohmühlenstraße in Treptow soll jetzt geräumt werden. Wofür das Gelände benötigt wird, weiß noch niemand, aber Anke Kertscher kann Ihnen immerhin sagen, warum die Burgbewohner weichen sollen. An die Dächer der Wagendorfbewohner in der Lohmühlenstraße will tatsächlich niemand heran. Und auch der Boden unter ihren Füßen und Rädern läge brach, ständen sie nicht hier. Das ehemalige Grenzgelände wird von der Bundeswehr in Potsdam zwischenverwaltet, die das ungeliebte Erbe der DDR-eigenen Nationalen Volksarmee möglichst schnell loswerden will. Übernehmen soll es das Bundesvermögensamt. Und das stellt harte Bedingungen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen für die Rückführung. Wir übernehmen in aller Regel geräumte Liegenschaften und diese Liegenschaften sind zum Teil, wie gesagt, mit Wagenburgen bestanden, mit anderen Aktivitäten, Schrottkünstlern, dergleichen. Da sind noch allerhand Probleme zu bewältigen, ehe diese Liegenschaften sozusagen übergabereif gemacht werden. Übergabereif sind die 75 Kilometer Grenzstreifen innerhalb der Stadt, aber auf absehbare Zeit sowieso nicht. Der Senatsverwaltung für Soziales ist deshalb nicht klar, warum die Bundeswehr bereits jetzt eine Räumung der Wagenburg androhte. Wir können einfach nicht die Augen davor verschließen, dass ein großer Teil der Leute, die dort steht, nicht quasi in diesen Wagen seine Zweitwohnung hat, sondern seinen Erstwohnsitz. Und dass wir eben mit einer schlichten Räumung das Problem, dass dort Obdachlosigkeit präsent ist, nicht gelöst haben. Immerhin 600 Menschen wohnen in Berlin in Wagenburgen, wie in der Lohmühlenstraße oder hier nahe der Oberbaumbrücke an der Spree.
Viele leben freiwillig so, aber es gibt auch Ausnahmen. Nach einer Räumung würden sich die meisten wahrscheinlich an einer anderen Stelle niederlassen. Wir hoffen, dass wir also ein Umsatzgrundstück bekommen oder für dieses Gelände hier einen Nutzungs- bzw. Pachtvertrag bis zu einem definitiven Baubeginn, der so bisher nicht feststeht. Ersatzgrundstücke sind jedoch nicht so leicht zu finden. Die Bezirke wollen in der Regel keine Wagenburg auf ihrem Gebiet, weil sie Streit mit den Anwohnern fürchten. Außerdem verträgt sich der Ordnungsbegriff der Wagenbewohner oft nicht mit dem der Nachbarn in festen Wohnungen. In der Lohmühlenstraße gibt es da allerdings kaum Ärger. Und hier weitere Meldungen. Schwangere und Kleinkinder sollten auf den Genuss von Leber verzichten. Das hat das Bundesgesundheitsamt heute empfohlen. Die erhöhten Vitamin-A-Werte in leberhaltigen Speisen können bei Schwangeren in der 3. bis 9. Woche den Embryo schädigen. Eltern von Kleinkindern werden vor leberhaltiger Babynahrung gewarnt. Wer im Sport vorankommen will, der braucht vor allem kernige Muskeln. Die vollständige Sammlung von Folterinstrumenten dafür gibt es jetzt im Diagnostikzentrum in Hohenschönhausen. Hier im Sportforum war früher der SV Dynamo untergebracht, eine der Medaillenschmieden der DDR. Jetzt ist es Olympiastützpunkt. Schon die Olympiateilnehmer von Albertville und Barcelona haben hier geackert. Darunter die Eisschnellläuferin Jacqueline Börner und Radsprinter Jens Fiedler. Medizinische und Ernährungsberatung finden hier statt, alles für Spitzensportler. Kraft und Ausdauer werden getestet mit modernstem Hightech. Rund 150 Menschen haben heute Abend auf dem Alexanderplatz gegen den Umzug der Asylbehörde von Tiergarten nach Hohenschönhausen demonstriert. Gefordert wurde außerdem ein Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Die Kundgebung an der Weltzeituhr verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Die Kripo hat im Mordfall Jagdmann einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 32-jährige Berliner sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Mehr wurde darüber nicht mitgeteilt. Pilzsucher hatten wie gemeldet die Leiche Jagdmanns Mitte voriger Woche in einem Waldstück in Kohlhaasenbrück entdeckt. Verblühter Mythos. Am Prenzlauer Berg zieht der Alltag ein. Busy Harry Kupfer inszeniert an der Lindenoper den Parsival. Heißes Eisen. Für Künstler wird der Raum knapp. Und Thomas Langhoff und sein preisgekröntes deutsches Theater. Dies alles und noch viel mehr sehen Sie in B, dem Hauptstadtmagazin. Heute um 22 Uhr im 3. nach dem Spielfilm. Der Senat hat heute dem Objekt- und Environment-Künstler Wolf Vostell den Titel Professor ehrenhalber verliehen für seine hervorragenden Verdienste in Kunst und Wissenschaft. Von Vostell stammt unter anderem das umstrittene Cadillac-Objekt auf dem Rathenauplatz. Mit diesen Pfeilschüssen, eine alte japanische Reinigungszeremonie der 4 Himmelsrichtungen, begann heute am späten Nachmittag in der Werner-Seelenbinder-Halle ein 4-tägiger Kongress der Europäischen Buddhistischen Union. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, die gemeinsame Grundlage der verschiedenen buddhistischen Glaubensrichtungen darzustellen. Am Rande des Kongresses, an dem weit über 1000 Buddhisten aus West und Ost teilnehmen, ist in der Werner-Seelenbinder-Halle eine Ausstellung moderner buddhistischer Kunst zu besichtigen. Der Buddhismus gehört zu den ältesten Weltreligionen. Der Glaubensstifter lebte vor rund 2500 Jahren in Indien. So schwergewichtig freilich, wie die meisten ihn vor Augen haben und wie er auch hier abgebildet ist, wurde Buddha ursprünglich nicht dargestellt. Klaus Sander nimmt Sie mit ins Völkerkundemuseum in Dahlem. Das Völkerkundemuseum in der Taku-Straße besitzt die größte Sammlung buddhistischer Kunstwerke in Deutschland. Die frühesten sind an die 2000 Jahre alt. Der Religionsstifter Gautama, erst als erleuchteter Buddha genannt, lebte im 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus in Indien. Angkor Wat in Kambodscha. Von diesem bekannten buddhistischen Baudenkmal aus dem 12. Jahrhundert stammen diese Gipsabgüsse der Tempelwände. Davor Buddha-Köpfe aus Java. Lange bevor im 13. Jahrhundert der Buddhismus in seinem Ursprungsland Indien weitgehend verschwand, fand er in Südostasien große Verbreitung. Diese Legendenbilder stammen aus dem Gebiet des heutigen Birma. In Thailand ist der Buddhismus noch heute Staatsreligion. Eine Lama-Krone und eine Gebetsmühle aus Tibet. Obwohl die Kommunisten Chinas seit 1959 versuchten, die alte Religion auszurotten, ist der Glaube an Erlösung aus der Welt hier lebendig geblieben. Kostbare Gebetsschreine aus dem Land auf dem Dach der Welt.
Über die Seidenstraße gelangte schon früh der Buddhismus nach China. Einem Han-Kaiser soll ein goldener Mann im Traum erschienen sein, Vorläufer der späteren Wohlstandsbuddhas. Diese vielarmige Figur zeigt Hindu-Einflüsse aus Indien. Aus Japan stammt dieses Rollbild. Es zeigt den Begründer des jetzt auch in Deutschland weit verbreiteten Zen-Buddhismus, einer Meditationsrichtung. Leider können aus Platzgründen im Museum in Dahlem nur etwa 1–2% der Sammlungen des Völkerkundemuseums gezeigt werden. An die 500.000 Objekte lagern im Magazin. Jetzt kamen in Kisten via Leipzig 50.000 Museumsstücke neu hinzu, die 1945 von sowjetischen Soldaten als Kriegsbeute in die UdSSR gebracht wurden. Zu den Prunkstücken, die nach Archivierung später in einer Sonderausstellung gezeigt werden sollen, gehört auch eine Sammlung chinesischer Rollbilder aus dem 18. Jahrhundert. Buddhistische Darstellungen zur Meditation der Gläubigen auf dem Weg ins Nirvana, der Erlösung aus der Welt, wie Buddha sie predigte. Eine der wichtigsten Kulturinstitutionen Berlins hat runden Geburtstag und keiner feiert. Die Schaubühne wird in diesen Tagen 30. Und dass es da keine großen Blumensträuße gibt, hat wohl damit zu tun, dass der Glanz früherer Tage nicht mehr ganz so hell ist. Für die Schaubühne stand über 2 Jahrzehnte vor allem ein Name: Peter Stein. 8 Jahre gab der so hochkarätige wie eigenwillige Regisseur im deutschen Fernsehen kein Interview mehr. Ralf Lange gelang es jetzt, vor unserer Kamera mit ihm zu sprechen. Das Jubiläum nahmen die Medien kaum zur Kenntnis, obwohl die Schaubühne doch immer noch als die bedeutendste deutschsprachige Bühne gilt. Als Regisseur hat Peter Stein sie zur Weltruhm geführt. Einen Orden für seine Theaterarbeit nahm er kürzlich im Berliner Ensemble entgegen. Von der Schaubühne war keiner gekommen. Immerhin habe ich 15 Jahre lang ausschließlich hier gelebt und gearbeitet. Und das hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Dementsprechend fühle ich mich dieser Sache verbunden, aber es tritt ja nichts an mich heran. Es gibt ja keine Anmutung, im Gegenteil. Ich wollte ja etwas vorschlagen hier mit diesem Projekt, mit dem Pfarrhaus, und das findet noch nicht statt. Also dementsprechend ist es im gegenwärtigen Zeitpunkt eher eine fragwürdige Situation von mir hier in dieser Stadt. Stein offenbar arbeitslos. Sein gigantisches Faustprojekt an der Schaubühne ist geplatzt. Die Gründe sind noch nicht geklärt. Obwohl ohne ihn 1985 die Bühne nicht aus Kreuzberg an den Kudamm gezogen wäre. Es waren seine Arbeiten, die Geschichte machten, wie hier 71 bei Per Gynt, Sommergäste oder Orestie. Doch das Gewesene scheint nicht zu zählen. Schauen Sie, Theaterleute können in solchen historischen Kategorien nicht denken. Die sind eigentlich dazu bestellt, dass sie sich darum kümmern, dass am nächsten Abend der Lappen hochgeht. Theaterleute sind dementsprechend Leute mit einem ganz geringen Gedächtnis und mit einer Unmöglichkeit, über den Tellerrand der nächsten Aufführung hinauszusehen. Das ist eher das Problem von Theaterleuten. Und historische Rückblicke und Umblicke ist genau das Gegenteil, wozu Theaterleute in der Lage oder begabt sind. Der Fonds für die Abendschau hebt sich morgen übrigens im 3. Programm, 19:30 Uhr auf N3. Und bei der Gelegenheit noch eine grundsätzliche Bemerkung. Die Abendschau ist eine tagesaktuelle Sendung, was unseren Blick aber nicht starr auf den jeweiligen Tag fixieren lässt. Wir schauen auch mal zurück, wie auf 3 Jahrzehnte Schaubühne, und wir blicken in die Zukunft. Wenn wir da nicht weit genug gucken können, dann hilft uns der ebenso umsichtige wie weitsichtige Lebensmitteleinzelhandel. Kollegen brachten uns heute diesen Vorboten eines künftigen Festes frisch aus dem Regal. Heute in 3 Monaten ist es soweit, Weihnachten, dass die Registrierkassen jetzt schon leise einklingeln. Ich wünsche Ihnen eine stille Nacht. Bis morgen.